Düsseldorf, Montagmorgen, 7:12 Uhr. Weißt du, was das Erste ist, das du machst, wenn der Wecker klingelt? Du greifst zu deinem Handy und checkst es. Irgendjemand postet auf Instagram von einem Pool in Dubai, dein Studienkollege schreibt auf LinkedIn: Ich freue mich, bekannt geben zu können, dass ich befördert wurde. Dein Cousin hat auf WhatsApp Urlaubsfotos aus Berlin geschickt. Und du? Du hetzt zur S-Bahn, Kaffee von Chibo in der Hand, mit nur einer Frage im Kopf. Wie machen die das bloß? Genau hier müssen wir innehalten, denn du fühlst dich gerade wie in einem Labyrinth verloren. Dein Gehalt kommt, du gibst es aus, der Monatsende kommt, du schaust aufs Konto, nichts übrig. Dabei fährt dein Nachbar, ja, genau der nicht so schlau ist wie du, der nicht so viele Uni-Abschlüsse hat wie du, jedes Jahr nach Mallorca. Sein Auto ist Neuwagen, er hat seine Wohnung renoviert. Du lebst immer noch mit Ikea-Möbeln und googelst die Bedeutung von Sparen. Weißt du, was das Problem ist? Das Problem liegt nicht an deiner Intelligenz. Das Problem liegt an dem Sicherheitsverständnis, das dir das deutsche System beigebracht hat. Man hat dir gesagt, schließ die Schule ab, mach eine Ausbildung oder studier, find einen guten Job, schnapp dir eine Festanstellung, eröffne eine Riester-Rente, ruinier nicht deinen Schufa-Score, arbeite jeden Monat ordentlich, dann gehst du in Rente. Gratulation, du bist das perfekte Zahnrad im System geworden. Aber reich bist du nicht geworden, wirst du auch nicht. Warum? Weil das System nicht darauf ausgelegt ist, dich reich zu machen. Es ist darauf ausgelegt, dich zu einem stabilen Konsumenten zu machen. Jeden Monat bekommst du dein Gehalt, zahlst die Nebenkosten, zahlst die Krankenversicherung, Steuern gehen weg. Sozialversicherung geht weg. Mit dem Rest gehst du einkaufen. Bleiben am Monatsende 200 bis 300 Euro übrig? Bravo, pack die aufs Tagesgeld, verdien 0,5% Zinsen im Jahr. In 10 Jahren kannst auch du mal in Urlaub fahren. Ich heiße Adam und ich bin hier, um dir die Wahrheiten zu sagen, die dir deine Bank nicht sagen kann, die dir dein Finanzberater nicht erzählen wird, die nicht in der Broschüre der Sparkasse stehen. Ich sage jedem in Deutschland das Gleiche, egal ob du im Büro in Frankfurt arbeitest, in der Fabrik in Leipzig oder im Café in Hamburg. Der Durchschnittsmensch ist finanziell am Ende. Du könntest einer von diesen Durchschnittsmenschen sein, aber das musst du nicht. Heute zeige ich dir die Zahlen, nackte, gnadenlose Zahlen, die dir ins Gesicht klatschen werden. Wie viel verdient ein durchschnittlicher Arbeitnehmer? Wie viel spart er? Mit wie vielen Jahren geht er in Rente und mit wie viel Geld? Wie steht es um Kreditkartenschulden? Wie hoch ist das Nettovermögen? Wenn du das weißt, passieren 2 Dinge. Entweder fühlst du dich gut, weil du besser bist als der Durchschnitt, oder du bekommst Panik, weil du nicht mal durchschnittlich bist. In beiden Fällen wird dieses Wissen deine Waffe sein. Denn vielleicht siehst du es gerade nicht. Wenn du dich umschaust, scheint das Leben aller perfekt zu sein, während du immer noch auf deine Excel-Tabelle starrst und fragst, wo ist das ganze Geld hin? Die Antwort ist simpel: weg. Im System geschmolzen und verschwunden. Und solange du das nicht merkst, wirst du in 40 Jahren in Rente gehen mit nichts als Enttäuschung und Reue. Bist du jetzt bereit? Denn diese Reise könnte etwas nervenaufreibend werden. Ich werde dir keine schönen Dinge erzählen, keine Motivationsrede halten. Ich werde nicht sagen, du schaffst das, Schatz. Im Gegenteil, ich werde dir systematisch zeigen, dass du gerade verlierst. Und du wirst weiter verlieren, bis du die Wahrheit siehst. Dann vielleicht, nur vielleicht, ändert sich etwas. Vielleicht bist du schlauer als dieser Nachbar. Vielleicht machst du in 29 Jahren diesen Dubai-Urlaub. Aber dafür musst du dich erst den bitteren Wahrheiten stellen. Ich bin Adam. Ich fange an. Weißt du, wie viel ein Vollzeitbeschäftigter in Deutschland im Durchschnitt pro Monat verdient? Laut Destatis liegt das Bruttomonatsgehalt im Median bei etwa 3.700 Euro. Brutto, wohlgemerkt, also vor Steuern. Wenn jetzt Lohnsteuer, Sozialversicherung und Krankenversicherung abgehen, was bleibt dir in der Tasche? Im Durchschnitt 2.400 bis 2.500 Euro netto pro Monat. Rund 29.000 bis 30.000 Euro im Jahr landen bei dir. Moment mal, ich höre schon, was du sagst. Adam, ich verdiene mehr. Oder ich verdiene weniger, komme aber klar. Beides ist egal. Wichtig ist, was machst du mit diesem Geld? Denn nicht das Einkommen macht dich reich, sondern das Sparen und die Geduld. Und genau hier beginnt der Irrtum des deutschen Durchschnittsmenschen. Die Verbrauchsumfrage von Destatis zeigt, ein durchschnittlicher Haushalt gibt monatlich etwa 2.800 bis 3.000 Euro aus. Wenn du das hörst, denkst du wahrscheinlich, stimmt, bei mir auch.
Also, wohin gehen diese 3.000 Euro? Rate mal, was der größte Posten ist. Wohnen. Miete oder Hypothek, Nebenkosten, Strom, Internet, GEZ-Gebühr. Alles zusammen macht im Schnitt 900 bis 1.000 Euro im Monat. Wenn du in München lebst, kannst du das auf 1.500 hochrechnen. In Berlin ist es etwas günstiger, aber im Durchschnitt liegt es da. Zweitgrößter Posten: Essen. Supermarkteinkäufe, Restaurantbesuche, Lieferando-Bestellungen, durchschnittlich 400 bis 450 Euro im Monat. Wenn du sagst, ich gebe nur 200 Euro für Lebensmittel aus, Gratulation, du liegst über dem Durchschnitt. Aber die meisten Leute haben keine Ahnung, wie viel sie ausgeben. Denn morgens ein Brötchen vom Bäcker, mittags Döner, abends Fertigsalat von Rewe, alles zusammen macht 450 Euro. Drittgrößter Posten: Transport. Autokredit, Benzin, Versicherung, TÜV, Parkplatz, durchschnittlich 350 bis 400 Euro im Monat. Oder nehmen wir an, du hast kein Auto gekauft, sondern holst dir das Deutschland-Ticket für 49 Euro. Bravo. Aber der Durchschnittsmensch fährt trotzdem Auto, weil das Freiheit bedeutet. Das Auto, das er für 40.000 Euro auf Kredit gekauft hat, gibt ihm Freiheit. Mit 300 Euro Kreditrate pro Monat rechnen wir zusammen: 1.000 Euro Wohnen, 450 Euro Essen, 400 Euro Transport, 1.850 Euro weg. Was bleibt von deinen 2.500 Euro Gehalt? 650 Euro. Kleidung, Handyrechnung, Fitnessstudio, Netflix, Spotify, ab und zu mit Freunden ausgehen, Geburtstagsgeschenke. Wenn das auch noch abgeht, bleiben dir vielleicht 150 bis 200 Euro am Monatsende. Vielleicht. Und genau hier greift das System. Es sagt dir: Okay, 200 Euro übrig, pack die zur Sparkasse, aufs Tagesgeldkonto. Und du machst das. Weil du schlau bist, wählst du das Sichere. Die Sparkasse gibt dir 1% Zinsen pro Jahr. Die Inflation liegt aber bei 3 bis 4%. Du verlierst also jedes Jahr 2 bis 3%. Aber du siehst es nicht, weil die Anzahl der Euros auf deinem Konto steigt. 200, 400, 600. Nach einem Jahr hast du 2.400 Euro gespart. Gratulation, der echte Wert liegt bei 2.320 Euro. Und was macht dein Nachbar? Der verdient auch 2.500 Euro im Monat, vielleicht sogar 200 Euro weniger als du. Aber er macht Folgendes: Er steckt jeden Monat 300 Euro in einen ETF, in einen Fonds wie MSCI World. Durchschnittliche Jahresrendite 7 bis 8%. Erster Monat 300 Euro, zweiter Monat 300, dritter Monat 300. Nach einem Jahr hat er 3.600 Euro eingezahlt. Aber auf dem Konto sind etwa 3.750 Euro. Warum? Weil der Markt steigt und er mitverdient? Aber was, wenn die Börse crasht, wirst du fragen. Die Frage kommt immer. Ihr lebt alle mit dieser Angst. Ihr erinnert euch an 2008, an 2020. Ja, es ist gecrasht. Und dann ist es wieder hochgegangen. Jedes Mal. Weil der Kapitalismus so funktioniert. Unternehmen müssen wachsen, die Wirtschaft muss wachsen. Während du bei der Sparkasse 1% bekommst und vor Angst fast platzt, verarmt dich das System langsam. Dein Nachbar kassiert dagegen 7 bis 8% und in 20 Jahren hat er ein Vermögen. Du dagegen wirst dich über deine 50.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto freuen. Das ist das Problem. Du bist intelligent, analytisch, aber du hast Angst vor Risiken. Dein Nachbar ist simpel gestrickt, pragmatisch, sagt, was soll's. Und das Ergebnis? Er wird reich, du wirst arm. Genau hier hat dich das System reingelegt. Es hat dir Sicherheit verkauft, aber in Wahrheit gibt es dir Armut. Denn wenn das Sichere nicht schneller wächst als die Inflation, bleibt dir nichts anderes übrig, als zurückzufallen. Jetzt zeige ich dir die Macht der Mathematik. Denn du bist jemand, der Excel-Tabellen öffnet und jede Zeile kontrolliert, jeden Euro berechnet. Aber den Zinseszins hast du nicht verstanden. Selbst wenn ich es dir erkläre, glaubst du es vielleicht nicht. Oder du willst deine Komfortzone nicht verlassen, aber ich erzähl's dir trotzdem. Vielleicht schaffe ich es diesmal. Nehmen wir an, du bist 25. Du hast deine Ausbildung beendet oder bist frisch von der Uni. Du fängst deinen ersten Job an, verdienst 2.500 Euro netto im Monat. Jetzt gebe ich dir 2 Szenarien. Erstes Szenario, du. Zweites Szenario, dein Nachbar. Du sparst monatlich 200 Euro. Du packst sie zur Sparkasse, bekommst 1% Zinsen. Das machst du 40 Jahre lang. Du bist schließlich ein disziplinierter Mensch.
Nach 40 Jahren bist du 65, gehst in Rente. Was ist auf dem Konto? 200 Euro mal 12 Monate mal 40 Jahre plus 1% Zinseszins, etwa 118.000 Euro. Wow, 118.000 Euro. Du bist reich geworden, oder? Nein, du hast die Inflation nicht eingerechnet. Bei durchschnittlich 2,5% Inflation über 40 Jahre entspricht diese 118.000 Euro einer heutigen Kaufkraft von etwa 46.000 Euro. Du hast 40 Jahre gearbeitet, jeden Monat diszipliniert gespart und am Ende hast du in heutigem Geld 46.000 Euro. Großartig. Wie viele Jahre lebst du davon in der Rente? Laut deutscher Rentenversicherung dauert die durchschnittliche Rente 20 Jahre. 46.000 geteilt, durch 20 Jahre geteilt, durch 12 Monate gleich 192 Euro pro Monat. Gratulation, 192 Euro passives Einkommen pro Monat. Vergiss nicht die gesetzliche Rente, die gibt's auch noch. Durchschnittlich 1.200 Euro. Insgesamt bist du Rentner mit 1.392 Euro im Monat. Wenn du in München lebst, reicht das nicht mal für die Miete. Schauen wir uns deinen Nachbarn an. Der startet auch mit 25, macht aber etwas anderes. Er steckt monatlich 300 Euro in einen ETF. MSCI World, durchschnittlich 7% Rendite pro Jahr. Erstes Jahr 3.600 Euro eingezahlt, zweites Jahr wieder 3.600 Euro. Aber das Geld vom ersten Jahr ist um 7% gewachsen. Drittes Jahr dasselbe, viertes, fünftes Jahr. 40 Jahre lang mit derselben Disziplin. Nach 40 Jahren, weißt du, was auf dem Konto ist? 785.000 Euro, fast 800.000. Selbst wenn wir die Inflation einrechnen, liegt der heutige Wert bei etwa 310.000 Euro. Während du mit 46.000 Euro in Rente gehst, geht er mit 310.000 Euro in Rente. Der Unterschied? 264.000 Euro. Und der einzige Grund dafür, er hat 7% bekommen, du 1%. Er hat die Macht des Zinseszinses verstanden, du nicht. Oder du wolltest es nicht verstehen. Aber Adam, wie soll ich 300 Euro im Monat sparen? Ich komme kaum über die Runden, wirst du sagen. Okay, spar 150 Euro im Monat. In 40 Jahren sind das etwa 390.000 Euro. Immer noch um Längen mehr als bei dir. Aber ich kann nicht 40 Jahre warten, sagst du. Okay, warte 20 Jahre. 300 Euro monatlich, 20 Jahre, 7% Rendite, etwa 156.000 Euro. Immer noch besser als die Sparkasse. Aber ich bin nicht 25, ich bin 35, sagst du. Kein Problem. Bis zur Rente sind es noch 30 Jahre. 300 Euro monatlich, 30 Jahre, 7% Rendite. Etwa 367.000 Euro. Verstehst du jetzt? Mathematik ist keine Magie, nur Geduld und Disziplin. Du bist vom System programmiert worden, das Sichere zu wählen. Aber das Sichere ist in Wirklichkeit das Riskanteste, weil dich die Inflation langsam vernichtet. Dein Nachbar wählt das Riskante, aber langfristig ist das sicher, weil die Mathematik auf seiner Seite ist. Jetzt kommt ein weiterer Einwand. Adam, aber der MSCI World ist 2008 um 40% gefallen. Stimmt, ist gefallen. Und dann? 2009 ist er um 30% gestiegen, 2010 um 12%. Innerhalb von 3 Jahren hat er sich erholt und sogar Rekorde gebrochen. 2020 kam die Pandemie, im März fiel er um 34%. Was passierte? Im Juni hatte er sich erholt, Ende des Jahres brach er Rekorde. Die Börse steigt langfristig immer, weil die Wirtschaft wachsen muss. Wenn du in Panik verkaufst, verlierst du, aber wenn du nie verkaufst, gewinnst du. Das ist Mathematik. Und du wartest immer noch bei der Sparkasse auf 1% Zinsen, weil es sicher ist. Dieses Sicherheitsgefühl kostet dich teuer. 264.000 Euro teuer. Jetzt kommen wir zum echten Leben. Denn in der Theorie verstehst du alles, aber in der Praxis sagst du, meine Situation ist anders als das, was du beschreibst. Okay, ist deine Situation wirklich anders? Wir sagten, ein durchschnittlicher deutscher Haushalt gibt monatlich 2.800 Euro aus. Jetzt sagst du, ich lebe in München. Meine Miete ist 1.400 Euro. Wie soll ich da sparen? Du hast recht. In München, Frankfurt, Hamburg zu leben ist teuer. Aber auch hier triffst du eine Entscheidung, ohne es zu merken. Musst du in München leben? Mein Job ist da, sagst du. Okay, dein Job ist da, aber du könntest in Freising wohnen. 30 Minuten mit der S-Bahn, Miete 900 Euro, 500 Euro gespart, 500 Euro monatlich, 6.000 Euro jährlich.
Über 30 Jahre mit 7% Rendite macht das 612.000 Euro. Aber meine Zeit ist wertvoll. Ich will nicht jeden Tag 1 Stunde unterwegs sein, sagst du. Okay, deine Zeit ist wertvoll. Aber ist diese 1 Stunde unterwegs 612.000 Euro wert? Die Entscheidung liegt bei dir. Denn im Moment lebst du in München-Schwabing. 50% deiner Miete übersteigt das deutsche Durchschnittseinkommen. Mit dem Rest kommst du vielleicht kaum über die Runden. Und dann sagst du, ich kann nicht sparen. Du triffst eine Wahl, aber du willst es nicht zugeben. Ein anderes Beispiel: Auto. In Deutschland fährt der Durchschnittsmensch ein Auto für 15.000 bis 25.000 Euro. Auf Kredit oder mit anderen Schulden gekauft, zahlt er 300 bis 400 Euro Rate im Monat. Aber ich brauche ein Auto, sagst du. Wirklich? Du lebst in Berlin, Hamburg, Köln. Überall kommst du sowieso mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin. Aber du hast ein Auto fürs Wochenende gekauft. Du benutzt es vielleicht 50 Mal im Jahr. Jede Nutzung kostet dich 500 Euro. Mit Carsharing hättest du jährlich 2.500 Euro ausgegeben. Als Autobesitzer gibst du 6.000 Euro aus. Kreditrate, Versicherung 6.000 Euro, Benzin, TÜV, Reparaturen. Differenz 3.500 Euro. Über 30 Jahre mit 7% macht das 428.000 Euro. Aber ich liebe Autos. Sie geben mir Freiheit, sagst du. Okay, liebe Autos, aber beschwer dich später nicht. Warum kann ich nicht sparen? Denn du kaufst deine Freiheit für 500 Euro im Monat. Dein Nachbar nutzt Carsharing und investiert sein Geld. In 30 Jahren wird er frei sein, während du immer noch Raten zahlst. Dann ist da noch das Thema Schulden. Der durchschnittliche deutsche Haushalt hat etwa 8.000 bis 10.000 Euro Kreditkarten und Verbraucherkredite. Zinssatz durchschnittlich 10 bis 15%. Du hast 10.000 Euro Schulden, zahlst 12% Zinsen. Jährlich gehen 1.200 Euro nur für Zinsen drauf. Du zahlst nicht mal das Geld ab, nur die Zinsen. Wenn das 10 Jahre so weitergeht, hast du 12.000 Euro Zinsen gezahlt und immer noch 10.000 Euro Schulden. Aber ich nutze die Kreditkarte nur für Notfälle, sagst du. Was ist ein Notfall? Urlaub? Ein neues Handy? Konzerttickets? Das sind keine Notfälle, das ist Konsum. Echte Notfälle sind Autoschäden, Gesundheitsprobleme, Jobverlust. Dafür legst du einen Notfallfonds an, nutzt keine Kreditkarte, aber du tust es nicht, weil du denkst, ich komme irgendwie klar. Und dann stehst du allein da mit 10.000 Euro Schulden. Jetzt die größte Investition, Eigenheim. In Deutschland nennt man es Betongold, denn jeder will Eigentümer sein. Statt Miete zu zahlen, will ich meine eigene Wohnung. Die Logik. Okay, klingt vernünftig, aber hast du gerechnet? Du willst in München eine Wohnung für 500.000 Euro kaufen, 20% Anzahlung, 100.000 Euro. Wo holst du das Geld her? Von der Familie? Kredit von der Bank? Nehmen wir an, du hast es. Du nimmst 400.000 Euro Hypothek auf, 3% Zinsen, 25 Jahre Laufzeit. Monatliche Rate etwa 1.900 Euro, plus Nebenkosten 300 Euro, plus Grundsteuer, plus Instandhaltung, plus Reparaturen. Insgesamt monatlich 2.400 Euro. Hättest du dieselbe Wohnung gemietet, hättest du 1.400 Euro gezahlt. Differenz 1.000 Euro. Aber die Wohnung gehört mir, sagst du. Ja, nach 25 Jahren. Aber was wäre, wenn du diese 1.000 Euro 25 Jahre lang mit 7% investiert hättest? 814.000 Euro. Und in dieser Zeit wärst du bei jedem Problem in der Wohnung fein raus, weil du zur Miete wohnst. Reparaturkosten trägt komplett der Vermieter. Ich rede Immobilienkauf nicht schlecht. Eine Immobilie kann eine gute Investition sein, aber nicht für jeden und nicht in jeder Situation. Du rechnest nicht, sondern denkst dir nur, alle kaufen, ich kaufe auch, und stürzt dich in 500.000 Euro Schulden. Dann zahlst du 25 Jahre lang diese Hypothek ab und dein Leben ist an diese Wohnung gebunden. Dein berühmter Nachbar wohnt zur Miete, investiert sein Geld und kauft nach 25 Jahren in jeder Stadt das Haus, das er will. Denn er ist frei geblieben, du hast dich gebunden. Mathematik erklärt wieder die Situation. Die Wahl liegt wieder bei dir. Jetzt sind wir an der Ziellinie. Ich zeige dir, wie es in 20, 30, 40 Jahren aussieht. Denn du lebst im Heute und willst nicht an morgen denken. Aber morgen kommt. Und wenn es kommt, bist du nicht bereit, weil dir niemand die Wahrheit gesagt hat. Ich sage sie dir, in Deutschland liegt das durchschnittliche Rentenalter bei 64. Die gesetzliche Rente
liegt im Schnitt bei 1.200 Euro. Du hast 40 Jahre gearbeitet, Steuern gezahlt, Sozialversicherungsbeiträge gezahlt, alles gemacht, was das System von dir wollte. Im Gegenzug bekommst du 1.200 Euro im Monat. Damit versuchst du, Miete, Strom, Lebensmittel und Gesundheitskosten zu zahlen. Aber ich habe Riester-Rente, sagst du. Okay, von Riester kommen monatlich 150 Euro. Insgesamt 1.350 Euro als Rentner. Gratulation, das System hat dich genau dahin gebracht, wo es dich haben wollte. Gerade genug Geld zum Überleben, aber niemals genug, um reich zu sein. Jetzt schau dir deinen Nachbarn an. Der geht auch mit 64 in Rente, der bekommt auch 1.200 Euro gesetzliche Rente. Aber er hat ein ETF-Portfolio von 400.000 Euro. Nach der 4%igen Entnahmeregel kann er jährlich 16.000 Euro entnehmen, 1.333 Euro im Monat. Mit der gesetzlichen Rente insgesamt 2.533 Euro monatlich. Während du versuchst, mit 1.350 zu leben, lebt er mit 2.533 Euro. Die Differenz? 1.181 Euro. Jeden Monat, 20 Jahre lang. Gesamtdifferenz 284.000 Euro. Und hier kommt eine der bittersten Wahrheiten. Dieser Nachbar war nicht so schlau wie du. Vielleicht hatte er keinen Uni-Abschluss. Vielleicht verdiente er halb so viel wie du. Aber er hat etwas verstanden, was du nicht verstanden hast. Das System wird dich nicht reich machen. Du musst dich selbst reich machen. Und er hat es getan. Du dagegen hast auf Excel-Tabellen vertraut, auf die Sparkasse vertraut. Und das System lässt dich hier zurück mit 1.350 Euro. 2 Wege liegen vor dir. Erster Weg, du machst weiter wie bisher. Jeden Monat bekommst du dein Gehalt, gibst es aus. Das Übrige packst du aufs Tagesgeld. Bekommst 1% Zinsen. Die Inflation frisst dich auf. In 30 Jahren gehst du in Rente, versuchst mit 1.350 Euro zu leben. Miete, Strom, Essen, Medikamente, Arzt, alles von diesem Geld. Am Geburtstag deines Enkels gibst du 20 Euro als Geschenk, fühlst dich schlecht, weil du mehr geben möchtest, aber es ist nichts da. Denn du bist zum Sklaven des Systems geworden. Zweiter Weg. Du stoppst heute. Du sagst, genug. Du beendest diesen Wahnsinn. Du schließt dein Sparkassenkonto, lernst ETFs kennen, steckst monatlich 200, 300, was auch immer du kannst, rein. Du überwindest deine Angst vor Risiken. Selbst wenn die Börse crasht, verkaufst du nicht, du wartest ab. Nach 5 Jahren hast du die ersten 20.000 Euro gespart. Nach 10 Jahren 60.000 Euro. Nach 20 Jahren 200.000 Euro. Nach 30 Jahren 500.000 Euro. Wenn du in Rente gehst, gibt dir das System 1.200 Euro, aber du hast 500.000 Euro. Du entnimmst monatlich zusätzlich 1.600 Euro. Insgesamt gehst du mit 2.800 Euro in Rente. Am Geburtstag deines Enkels gibst du 200 Euro, du lächelst, denn du bist frei. Welchen Weg wählst du? Glücklich und frei zu sein liegt in deiner Hand. Das kannst nur du wissen. Ich habe es dir nur mathematisch gezeigt. Die Zahlen liegen auf dem Tisch. Die Statistiken liegen auf dem Tisch. Wie das System dich festhält. Wie die Situation des Durchschnittsmenschen aussieht, was du tun musst, alles habe ich erklärt. Jetzt liegt die Entscheidung bei dir. Du bist frei zu wählen, was du willst. Aber wisse Folgendes, 29 Jahre vergehen sowieso. Ob du dich entscheidest oder nicht, das Jahr 2054 wird kommen. Die Frage ist, welche Version von dir wirst du dann sein? Die mit 1.350 Euro kämpft oder die mit 2.800 Euro frei und glücklich ist? Denn beide Versionen sind möglich. Beide bist du. Nur eine ist du, die heute handelt. Die andere ist du, die nichts tut. Ich heiße Adam. Heute habe ich dir die bitteren Wahrheiten erzählt. Ich habe dir kaltes Wasser ins Gesicht gespritzt. Manche werden sagen, dieser Adam redet zu hart. Du hast recht. Ich bin hart. Denn mit sanften Worten wächst du niemanden auf. Du hast 40 Jahre lang denen zugehört, die sanft reden. Spart, seid diszipliniert, wählt das Sichere, haben sie gesagt. Das Ergebnis? Durchschnittsmensch. Ich will nicht, dass du durchschnittlich bist. Ich will, dass du besser bist als dieser Nachbar, als dieser Arbeitskollege, als der in Dubai Urlaub macht. Aber dafür musst du erst den Schlaf in dir beenden. Die Wahl liegt bei dir. Ich bin Adam. Wir sehen uns wieder.